Hallo allerseits, ich bin heute bei den Z-Freunden International bei einer Ausstellung in München-Giesing, die erste nach Corona. Und ich bin hier bei Michael Kaintoch und der hat hier eine ganz kleine Eisenbahnanlage, kompatibel zu Märklin Z, aber noch kleiner, von den Gleisradien hier. Welchen Radius habt ihr? Der Gleisradius ist 45 mm, das heißt, man kann einen Kreis auf einem Vierviertel aufbauen. Ist so, Tatsache. Und diese Anlage, die hier aufgebaut ist, die ist im Format DIN A5. Genau, das ist DIN A5. Das ist eigentlich so in der Form jetzt ein bisschen eine Spielerei. Es ist so gewesen, ungefähr 2017 hat Roku-Han die Z-Shorties herausgebracht auf den Markt. Gleichzeitig hat der japanische Druckerhersteller Brother in Zusammenarbeit mit einem anderen japanischen Eisenbahnhersteller diese Gebäude als Dateien zum Herunterladen und selber ausdrucken herausgebracht. Und ich habe mir gedacht, das ist genau mein Ding. Und neben der großen Eisenbahn will ich jetzt eine kleine Eisenbahn bauen. Diese Gebäude sind dann Papierbausätze? Genau. Ganz normaler Karton, ausgedruckt, ausgeschnitten, zusammengeklebt, ein bisschen gesupert. Ja. Jetzt ist der Begriff Shorty schon gefallen. Was ist das? Ist das eine Markenbezeichnung oder ist das irgendwie nur eine Verniedlichung? Oder? Das ist ein Shorty, wie der Name schon sagt, ist irgendetwas Kurzes. Angefangen hat die Firma Bandai vor 20 Jahren vielleicht. Die haben als Zwischenschritt zwischen einer Aufzieheisenbahn für kleine Kinder und der richtigen Modelleisenbahn haben sie Steckbausätze im japanischen N-Maßstab 1:150 herausgebracht, die in Verbindung mit Kato dann wieder motorisiert werden konnten. Und die haben sich eine große Fangemeinde erobert in Japan. Und Roku-Han hat 2017 dann nachgezogen und ähnlich konzipierte Modelle in Z herausgebracht. Das heißt kompatibel zu Z, zu 6,5 mm Spurweite. Und dann haben wir hier einige Beispiele von diesen Fahrzeugen, von diesen Shorties. Genau. Also ganz oben ist natürlich kein Shorty, das ist ein richtiger Shinkansen 500. Dann ist hier die Shorty-Version. Hier diverse Shorties, dann haben wir die zwei schwarzen Güterwägen, das sind ganz normale japanische Güterwägen und das Fahrzeug davor ist ein Gütertriebwagen, der auf einer japanischen Überlandstraßenbahn zugefahren ist oder immer noch fährt, besser gesagt heute, auch auf einem Shorty-Fahrgestell und drunter eine Baureihe 403, wo ich die Gehäuse selber dazu im 3D erstellt habe und auch das ist ein Shorty natürlich. Der echte Donald Duck ist etwas länger. Das heißt, wir haben hier dann einfach die Möglichkeit, dass ich die alle dann auf dem engen Radius fahren lassen kann, auf 9 cm Radius oder 4,5 cm Radius, also 9 cm genau. Durchmesser. Ja. Man muss dann natürlich, wenn man selber was macht, ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwelche Teile die Drehgestelle blockieren, aber im Prinzip geht das, ja. Und als Kupplungen, was wird da verwendet? Das ist wie bei der großen Eisenbahn auch, also in der ganzen Länge. Für japanische Modelle wird eine verkleinerte Version der Arnold-Kupplung, der bekannten, hergenommen. Es gibt aber auch eine Austauschkupplung, die kompatibel zur Märklin Z-Kupplung ist. Das heißt, man kann es, wenn man will, dann auch gemeinsam mit einer Z-Anlage fahren lassen, gleicher Spannungsbereich, genau. Auch Gleichspannung betrieben. Genau, das geht alles wunderbar zusammen. Gut, und das war das erste Projekt. Gibt es da eine große Anlage auch mal irgendwann? Ich habe eine große Anlage, die natürlich auch nicht fertig ist, weil eine Modellbahn ist ja nie fertig. Genau, die ist 2 Meter mal 1 Meter. Deutsches Thema und ja, aber das ist ja kein Grund, dass ich nicht eine kleine zwischendrin mache. Gut, bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch viel Spaß damit. Bitte schön.